new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Moin zusammen, hier ist Wunschschnecke Mobil mit Sonja und Michael. Unsere erste Wohnmobilreise in 2024 führt uns über die Provence und Südfrankreich nach Katalonien in Spanien ans Mittelmeer. In Grignon nutzen wir einen Wohnmobilparkplatz als Etappenplatz nahe der malerischen Altstadt, auf dem wir kostenlos frei stehen. Es gibt wieder Tipps und Infos zu Stellplätzen, auf denen ihr zum Beispiel auf eurer Reise zum Überwintern in Spanien übernachten könnt. Weiter verraten wir euch, wer und warum mit diesem tollen Schlitten fuhr und wo ihr diese fantastische Decke bestaunen könnt. Dies alles und mehr in unserem Reisebericht. Wir starten. Viel Spaß bei diesem Video. Auf unserer Reise nach Spanien wählen wir als Etappenplatz den Air Camping-Car Grignon in der Provence. Es ist ein offiziell ausgewiesener, naturbelassener Platz ohne Entsorgungsmöglichkeiten für autarke Wohnmobile. Im Sommer bietet er Schattenplätze, unter denen man sehr schön frei stehen kann. Übernachten ist hier ausdrücklich erlaubt. Und Schlemmen natürlich auch. Wasser gibt es nur mit einem Druckknopf. Die Altstadt liegt ca. 1,5 Kilometer entfernt. Also hier geht's zur Grotte hoch. Und da hinten parkt unsere Wohnschnecke. Die Grotte ist hier jedoch nicht wirklich spektakulär. Der Internetempfang ist hier sehr gut. Es gibt in Grignon neben dem Friedhof auch einen Wohnmobilparkplatz. Dort kann man bis zu 3 Stunden mit Parkscheibe parken und ist in 5 Minuten in der Altstadt. Übernachten ist dort jedoch nicht gestattet. Nach Feierabend spazieren wir durch die sehenswerte Altstadt des Dorfes mit 1600 Einwohnern. Es gibt viele Restaurants, einen Bäcker und kleinere Läden. Grignon liegt nahe der Autobahn A7, ca. 18 Kilometer von der Ausfahrt 18 Montélimar Süd entfernt.
In Barcarès liegt auf dieser Reise unser zweiter Übernachtungsplatz in Frankreich. Wir sind bereits im Sommer als auch im Winter auf diesem Stellplatz gewesen, der für alle Wohnmobilgrößen geeignet ist. Im Juli und August kostet der Aufenthalt für 24 Stunden 14 €, sonst 8 € inklusive Duschen, 10 Minuten Frischwasser tanken und Entsorgung. Strom ist bei Bedarf für 5 € erhältlich. Der nächste größere Supermarkt mit guten Parkmöglichkeiten für Wohnmobile ist ein Aldi im Nachbarort Saint-Laurent, 5 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Sehr empfehlen können wir auch am Quai de Purine die Bäckerei und Konditorei Boulange Nautica, in der es täglich von 18 bis 20 Uhr auch leckere Pizzen gibt. Geöffnet ist hier von März bis Ende September. Ein weiterer Tipp für den Sommer ist das Le Melba, in dem es vorzügliche Eisbecher, Crepes, Burger und weitere Leckereien gibt. Es liegt sehr schön 400 Meter vom Stellplatz Richtung Strand entfernt. Wir erreichen Spanien und übernachten auf dem Wohnmobilstellplatz in Darnius. Er liegt am Ortseingang neben dem Sportplatz. Es gibt beim weißen Gebäude einen Wasserhahn mit Druckknopf. Entsorgungsmöglichkeiten sind hier nicht vorhanden. Wir verbringen hier eine sehr ruhige Nacht und einen ebenso ruhigen Arbeitstag in unserer Wohnschnecke. Das mobile Internet ist hier gut. Wir sind im Dorf Pubol. Hier geht es rechts zum Parkplatz. Die Bedingungen zum Parken mit einem Wohnmobil sind laut Schild und QR-Code wie folgt. Es sind zeitgleich maximal 3 Wohnmobile erlaubt. Der Aufenthalt ist pro Mobil auf 24 Stunden begrenzt. Ein buntes Farbenspiel empfängt uns auf dem Parkplatz. Der rot eingegrenzte Bereich mit roten Parkbuchten ist für Anwohner reserviert. Jetzt gibt es aber auch noch gelbe, grüne sowie nicht farblich markierte Buchten. Es gibt jedoch keine 3 speziell gekennzeichneten Parkbuchten für Wohnmobile. Zu kontrollieren, welches Mobil das 4. ist, wäre wohl ein sehr sportliches Unterfangen. Der Internetempfang ist passabel. Die Nacht von Freitag auf Samstag war erstaunlich ruhig, aber am frühen Samstagmorgen ist bereits die Laubpustergang unterwegs. So, ihr habt Glück, ich kann sie einfach stumm schalten. Jetzt geht's ins schnuckelige Dorf, in dem sich ein kleines Schätzchen, das Gala Dali Castle und Museum befindet.
Dali schenkte diese Burg seiner Muse und Ehefrau Gala 1970. Das Gebäude wurde von Dali komplett umgebaut, um neue Räume erweitert und nach Galas Geschmack eingerichtet und dekoriert. Es war vereinbart, dass Dali sie nur auf ihre schriftliche Einladung hin dort besuchen durfte. Was für skurrile Dinge sie doch hatte. Kleine Geschichte am Rande. Die Gruft unter der Burg sollte Gala als Mausoleum dienen. Gala starb jedoch in Dalis Wohnhaus nahe Kardakis. Es war natürlich verboten, einen Leichnam über eine längere Strecke privat zu transportieren. Dali jedoch schminkte Gala, zog sie hübsch mit Sonnenbrille an und setzte sie auf den Beifahrersitz seines Cadillacs. So fuhr er sie zurück in ihre Burg und setzte sie dort bei. Der kommunale kostenlose Stellplatz in der kleinen Stadt Breda verfügt über 3 Plätze. Die Parkbuchten sind hier jeweils ca. 7 Meter lang. Direkt nebenan liegt ein größerer Pkw-Parkplatz, so dass es während der Woche sicherlich nicht so ruhig wie heute am Sonntag ist. Nebenan befindet sich ein großer Spielplatz sowie ein Sportfeld. Wir drehen eine Runde durchs kleine Ortszentrum. Sonntagvormittag ist hier Wochenmarkt. Jetzt wird gerade abgebaut und die Transporter werden beladen. Es gibt mehrere kleine Supermärkte, zum Beispiel einen Dias 500 Meter vom Stellplatz entfernt. Der Internetempfang ist gut. Die Fähr- und Entsorgungsstation ist gut gestaltet und kann auch mit größeren Mobilen bestens genutzt werden. Bei unserem Aufenthalt kann jedoch nur Grauwasser entsorgt werden. Das Frischwasser sowie das Wasser zum Nachspülen der Toilettenkassette sind abgestellt und so fahren wir am späten Nachmittag weiter.
Wir wollen den öffentlichen Stellplatz in St. Theloni testen. Hier geht's dafür rechts ab und die Straße weiter hoch. Jetzt müssen wir aufgrund der Bäume etwas vorsichtig fahren. Links ist die Zufahrt zum großen Parkplatz. Die 7 Parkbuchten für Wohnmobile liegen dann direkt neben den Gleisen der Bahnstrecke zwischen Barcelona und Girona. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 48 Stunden. Ja, wie man hier sieht, führt direkt hinter dem Parkplatz die Bahntrasse entlang. Jetzt ist Sonntag, da ist halt schon wenig los. Wir haben aber gelesen, dass der erste Zug um 4 Uhr morgens durchfährt. Mal gucken. Wir überlegen noch, ob wir bleiben oder ob wir noch woanders hinfahren. Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall berichten. Wir haben gut geschlafen. Der Stellplatz sowie Fähr- und Entsorgung sind kostenlos und wir können hier auch Wasser tanken. Es gibt jedoch nur einen Wasserhahn für Frischwasser und zum Spülen der Toilettenkassette. Ja, wie wir hier sehen, ist das ein gemischter Parkplatz. Das heißt, neben den Wohnmobilen stehen hier doch auch ziemlich viele Pkw. Wir gehen dann grundsätzlich mal davon aus, dass hier so ein bisschen Kommen und Gehen zu erwarten ist. Aber mal schauen. Durch die Bahnunterführung direkt neben dem Stellplatz erreicht man in 5 bis 10 Minuten zu Fuß zahlreiche Restaurants. Über diese Unterführung gelangt man auch in 4 Minuten zu einem Dia-Supermarkt. Willkommen auf dem Parkplatz des Klosters Santa Maria de Poblet. Wir haben hier mit ein paar weiteren Mobilen sehr ruhig übernachtet und starten am frühen Morgen zur Klosterbesichtigung. Der moderne Multimedia-Komplex direkt hinter dem Eingang würde eher in einen Freizeitpark passen. Nachdem ein Großteil der riesigen Leinwand zum Ende des Films wie magisch verschwindet, fühlen wir uns wie im Kennedy Space Center in Cape Canaveral, jedoch ohne das Space Shuttle Atlantis. Das ist dann wohl Kloster 2.0. Poblet ist das größte bewohnte Zisterzienserkloster Europas und wurde 1991 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Hier sind wir in der Hauptkirche. Heute leben hier etwa 30 Mönche. Zahlreiche Könige von Aragon und Grafen von Barcelona sind hier beerdigt. Die Gründung des Klosters erfolgte 1150.
1853 wurde es geschlossen. Mit der Rückkehr der Mönche ab 1940 begannen umfangreiche Restaurierungen. Das ist die Küche. Ich habe mal reingeguckt, aber heute ist wohl Fastentag. Hier sehen wir das Refektorium, in dem sich die Mönche zum Essen versammeln. Im kleinen interessanten Museum gibt es sehr spezielle Reliquien wie diese Knochen und eine Gutenberg-Bibel anzusehen. Mit einem Ausblick auf unser nächstes Video werden wir uns für heute von euch verabschieden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns ein Stück auf dieser Wohnmobilreise zu begleiten. Falls ja, lasst einen Daumen da, empfehlt uns auch gerne weiter und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. So, im nächsten Video erreichen wir dann mit unserer Wohnschnecke Salau. Dort testen wir für euch den vor kurzem neu eröffneten kostenlosen Stellplatz. Und ihr könnt mit uns auf 2 interessante Campingplätze an der Mittelmeerküste Kataloniens reisen. Das und vieles mehr im zweiten Teil unseres Reisevideos aus Spanien. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.